So, damit hallo und willkommen zurück. Cool, dass ihr mit dabei seid. Ich sehe, ihr diskutiert schon eifrig und das, was ihr hier auf der Seite seht, das ist natürlich der offizielle OnePlus Stream, den wir heute gemeinsam live verfolgen werden. Und zugegeben, ich freue mich und ich freue mich auch wirklich sehr darüber, dass ihr heute alle mit dabei seid, denn es ist, ich sage es auch ganz oft in den Videos, nicht selbstverständlich, dass ihr, bei mir mit dabei seid. Ich glaube, es gibt so eine große Auswahl an Technik-YouTubern. Deshalb schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und ja, Lust habt auch auf dieses Event. Was erwartet uns? Eieiei, es ist ganz schön viel. Ich habe nämlich mein Smartphone hier gerade liegen, gerade mal kurz auf Seite legen. Was erwartet uns? Also, es ist ja, glaube ich, schon relativ viel durchgesickert und das, was ich heute hier anspreche, ist ja wahrscheinlich gar nicht so neu. Also, wir werden natürlich ein OnePlus 9 bekommen, wir werden ein OnePlus 9 Pro bekommen und wir werden wohl eine Uhr bekommen. Man hat ja schon so einen Fitness-Tracker in Indien zumindest vorgestellt. Moin, ja, sind einige mit dabei. Hi, Bask. Ja, Daniel ist mit dabei. Cool. Eieiei. Ja, es ist echt cool. Also vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ja, wir warten so ein bisschen darauf. Um 15 Uhr geht es ja offiziell los. Ich glaube, es ist ja auch nichts Neues, was wir soweit schon alles im OnePlus 9 bzw. OnePlus 9 Pro erwarten dürfen. Übrigens, wenn irgendwas nachher an der Lautstärke mit meiner Stimme, mit der des Streams sein sollte, sagt es. Sagt einfach Bescheid, dann können wir das Ganze gerne so anpassen, denn der Stream ist für euch und dementsprechend soll das soweit auch alles klappen. Natürlich bei der Auflösung weiß ich, da werde ich nachher wieder massive Kritik bekommen, aber für die ein, zwei Events, die es dann doch nur sind, die man streamt, kostet das zumindest so ein bisschen zu viel. Ansonsten, genau, also womit fangen wir an? Wir wissen natürlich schon, dass das OnePlus 9 und auch das OnePlus 9 Pro zum einen ein Hassblad-Branding bekommen. Das sehen wir auch schon auf den Bildern jetzt hier. Deshalb ist das auch nichts Neues. Wir wissen darüber hinaus, dass wir den Snapdragon 888 bekommen. Auch da muss man sagen, den muss man erwarten, den dürfen wir erwarten und sollte auch der Standard sein, zumindest für die Flagships. Ein Problem, sage ich mal, das OnePlus ja immer so ein bisschen hat, ist ja nun mal die Tatsache, dass man im Halbjahresrhythmus Smartphones rausbringt. Andere Hersteller haben zumindest die großen Würfe immer nur im Jahresrhythmus. Nehmen wir Samsung, nehmen wir Xiaomi, wobei sie es jetzt auch ein bisschen verkürzt hatten, weil sie ja unbedingt Ende Dezember noch ihr Gerät vorstellen wollten. Auch Apple macht das so mit den iPhones, auch Huawei. OnePlus ist so eigentlich der einzige Hersteller, korrigiert mich, wenn es falsch ist, die zumindest im Halbjahresrhythmus Smartphones rausbringen. Und dementsprechend sind natürlich die Unterschiede nicht mehr so groß. Denn so können wir zum Beispiel auch erwarten, dass ein OnePlus 9 bzw. OnePlus 9 Pro auch ein 65 Watt Charging mit dabei haben wird, weil man das ja schon im 8T angeboten hat. Anders sieht es wohl beim Wireless Charging aus, das habe ich auch schon in Videos zuvor gesagt, dass man hier dann auf 50 Watt kabelloses Laden setzt und ich meine, dass es irgendwas um die 30 Watt, glaube ich, sind beim normalen 9er. Aber das ist ein sehr guter Schritt, dass man auch das normale 9er mit Wireless Charging ausstattet, denn ich finde persönlich, und auch da immer korrigieren und schreibt es auch gerne mit in die Kommentare rein, dass man das auch in einem Flagship dabei haben muss. Wenn wir ein Poco X3 Pro sehen, dann ist das vollkommen okay, das braucht es nicht. Das ist rausgeworfenes Geld, zumindest in der Preisklasse. Heute werden wir aber Geräte sehen, die weit, denke ich mal, über 600 Euro liegen werden. Beide, definitiv. Und dementsprechend muss man da mal abwarten. Wann fängt die Präsentation an und wo kann man sie sehen? Ja, zum einen bei YouTube siehst du gerade bei mir schon das Ganze im Stream. Kannst es dir natürlich auch dort komplett anschauen oder hast Lust, hier mit uns so ein bisschen darüber zu sprechen. Dann ist hier noch eine Frage reingekommen. Was halte ich von der Update-Politik? Meines Erachtens ist die sehr, sehr gut bei OnePlus. Ein Hersteller, der es aber auch echt geschafft hat, sich da zu verbessern, ist Samsung. Zumindest so, was die Flagships angeht und auch so bei den Sicherheitsupdates. Sie haben da echt viel gemacht, das muss man ihnen hoch anrechnen. Ich gehöre auch sonst immer zu den Kritikern, was Samsung angeht und deshalb, das haben sie echt gut gemacht. Jetzt kommt hier noch die Frage, was wäre deiner Meinung nach, ist immer gut, ist ja danach der beste Abstand, ein neues Flagship rauszubringen. Halbes Jahr, jedes Jahr oder sogar alle 2 Jahre. Tja, das ist eine echt gute Frage und
Also ich finde den Halbjahresrhythmus, das merkt man bei OnePlus, es sind zu kleine Sprünge, die man macht, denn woher möchte man innerhalb von einem halben Jahr so viel generieren, außer man hat es in der Schublade. Und dazu kommt dann noch, dieser Jahresrhythmus, glaube ich, ist das Äußerste. Und ich persönlich würde mich darüber freuen, wenn wir im Zweijahresrhythmus neue Geräte zu sehen bekommen. Das hat viele Vorteile. Zum einen macht es den Herstellern das Ganze leichter, was die Update-Politik angeht. Denn darüber hoffe ich mir dann natürlich auch, dass es nicht mehr der Fall ist, dass wir noch 30.000 Geräte drumherum bekommen. Aber für Unternehmen geht es halt am Ende darum, zu produzieren. Und ich glaube, Xiaomi ist da das beste Beispiel, die ja einfach den Markt überrollen. Trotzdem sind es halt auch schon coole Geräte. Wir haben jetzt gestern wurde das Poco F3 und das Poco X3 Pro vorgestellt und beides echt richtig coole Geräte. Also die sind da sehr, sehr untriebig, was das Ganze angeht. Wird das OnePlus 9 Series eine Speicherkartenerweiterung haben? Stand jetzt nein. Ja, ist natürlich schade, aber gut, das machen halt immer mehr Hersteller, ne? Weil sie aber auch natürlich, ich habe es auch in einem meiner vorherigen Videos gesagt, sie möchten Geld verdienen mit Cloud-Diensten, ja, und sei es jetzt, OnePlus verdient vielleicht selbst nicht zwingend damit Geld, aber Google dadurch, logischerweise, und das hängt so ein bisschen, ja. Oh, das ist, okay, dazwischen wird natürlich auch ein ordentlicher Preis liegen, gar keine Frage, aber ich sag's ganz ehrlich, wenn du einen unkomplizierten Daily Driver suchst, nimm das X3 Pro. Natürlich bekommst du aber auch hier keine geniale Kamera. Also irgendwoher müssen diese Einsparungen ja kommen halt, ne? Für einen Preis von, was waren es, 250, ne? Okay. Okay, Muharrem, was nutze ich gerade als Daily Driver? Das kann ich dir nach 16 Uhr verraten. Ich glaube, damit dürfte es schon klar sein. Was haben wir noch? Okay, was wird es haben? Also ich habe gelesen, dass wir 8 und 12 Gigabyte RAM bekommen. Ich versuche das hier alles so ein bisschen zu sortieren. Wenn ich eure Frage nicht gerade sehe, ist das nicht böse gemeint. Wie wäre es deiner Meinung nach, sollte es längere Software? Ja, fände ich auf jeden Fall. Ich glaube, Apple ist immer noch so allgegenwärtig. Ich finde, im Android-Bereich hat sich aber jetzt etwas getan. Wir sind schon bei 3 Jahren angekommen und das ist echt gut. Also 3 Jahre ist schon eine gute Sache. Also klar, man kann, oder ich kritisiere ja auch so ein bisschen diese Wegwerfpolitik, aber bei einem Gerät, was 200 € kostet, kann der Hersteller, der ja natürlich, klar, der verdient Geld daran, keine Frage, aber er kann es sich jetzt auch nicht leisten, diese Geräte ewig lang mit Software-Updates zu unterstützen. Ja, ich finde es auch sehr fragwürdig, aber gut, ich will jetzt hier auch keine Apple gegen Android-Diskussion aufmachen. Hier habe ich noch, ist die Frage, welches Smartphone besser sein wird, OnePlus 9 Pro oder das Mi 11 Ultra? Zum einen bin ich mir nicht sicher, ob wir ein Ultra zu sehen bekommen, denn was ich stark vermute ist, in der kommenden Woche, übrigens werde ich das auch für euch streamen, weil das auch abends ist, das ist eine perfekte Zeit, muss ich noch alles eintragen, gibt es sehr wahrscheinlich kein Ultra, denke ich. Ich denke, wir werden einfach ein Pro-Modell bekommen und ein Ultra in der Form nicht. Ich denke aber eher, dass wir noch ein Lite-Modell sehen. Sollte man jetzt aber das Mi 11 Pro mit dem OnePlus 9 Pro vergleichen, könnte ich mir vorstellen, dass der Punkt vielleicht eher an Xiaomi geht. Dann haben wir, wird heute noch eine OnePlus Smartwatch vorgestellt? Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, schon so weit durchgesickert, dass wir das heute zu sehen bekommen. Okay, jetzt muss ich, was hältst du vom P50 Pro, was am 14. April rauskommt? Mein Stand ist, ich habe ja dieses Huawei-Video gemacht, was echt gut geklickt worden ist. War ich auch ein bisschen begeistert oder überrascht, hätte ich nicht gedacht, weil die Community von Huawei echt so groß ist. Ich habe das massiv unterschätzt. Sorry an alle, die ein Huawei-Gerät nutzen. Was hältst du vom P50 Pro? Wird es, also ich glaube erstmal nicht, dass es am 14. April rauskommt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch später werden. Gründe dafür sind einfach Probleme mit der Hardware beziehungsweise in der Zulieferungskette, was durch den US-Bahn einfach nun mal der Fall ist. Und das wurde ja jetzt nicht aufgehoben, worauf wir mit vielen gehofft haben einfach, dass das der Fall ist. Ja, ich denke, wir werden kameramäßig wieder ein absolutes Flagship von Huawei dann zu sehen bekommen. Bin aber gespannt, wie viele Geräte wirklich final nach Deutschland kommen. Man wird auf jeden Fall hier versuchen, die Präsenz einigermaßen zu halten, die Kapazitäten aber mehr Richtung China zu schieben, denn das ist jetzt gerade der viel wichtigere Markt, denn dort nutzt man keine Google-Dienste. Ja,
jetzt muss ich gerade schauen. Ist OnePlus gefährdet wegen den USA? Oh, nee, das wüsste ich nicht. Was hältst du von der neuen A52 und A72 Serie? Die finde ich echt gelungen. Preislich hat man sich auch, finde ich persönlich, nicht allzu hoch gegriffen. Das war auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht so krass am Markt vorbeigeht. Und das sind halt, das habe ich auch in den Videos dazu gesagt, das sind die Geräte, die am Ende im Einzelhandel gekauft werden. Denn ihr müsst immer überlegen, es sind nicht alle so nerdy unterwegs wie wir. Und das ist positiv, absolut. Ne? Und auch die Leute, die es nicht sind, sind ja auch, also will das nicht aufteilen, aber die Leute assoziieren Samsung und wissen halt, das ist ein Hersteller, den es schon seit über 10 Jahren gibt im Smartphone-Bereich, noch länger. Ne? Und dementsprechend ist dieses Urvertrauen einfach da. Natürlich bekommt man ein Xiaomi-Gerät günstiger oder auch ein Oppo und. Das ist aber diese Skepsis noch. Und deshalb ist gerade so diese A52, A72-Serie, die rausgebracht worden ist, einfach Gold wert für Samsung. Und da werden sie, glaube ich, auch wieder eins der bestverkauftesten, ach egal, ihr wisst, was ich meine, Smartphones am Start haben. Hui, jetzt muss ich hier gerade ein bisschen, wie ist meiner nach der ich nehme hier das mal noch mit dem Akku gerade. Wie ist deine Meinung? Ist der Akku technisch noch vertretbar wegen der Haltbarkeit oder es immer noch hohe Wattzahlen beim Laden gibt? Das versucht man ja so ein bisschen zu umgehen seitens der Hersteller. Also wir werden ja oder wir bekommen mittlerweile in einem Smartphone nicht mehr einen Akku verbaut, sondern dieser eine Akku ist aufgeteilt in mindestens 2 Akkus. Und das hat den Vorteil, dass die Energie, die in diesen Akku reinkommt, nicht quasi durch eine Öffnung reingedrückt wird, sondern dass man es aufspalten kann. Und deshalb ist das für den Akku an und für sich besser. Man hat auch bei Xiaomi, ich weiß zumindest, als man die Redmi 9 Serie vorgestellt hat, auch ein Akkuversprechen abgegeben, dass man hier, ich glaube, es war was um die 3 Jahre, keine Einbußen bei der Akkukapazität hat. Und das zeigt, dass Hersteller sehr wohl darauf bedacht sind. Dazu muss man auch sagen, dass sich da noch mal ein bisschen was getan hat, denn die Hersteller wollen natürlich auch, dass diese Akkus lange halten, denn es geht auch ein bisschen um Ansehen, Renommee und wir haben diese 120 Watt Technologie, die wir letztes Jahr im Mi 10 Ultra vorgestellt bekommen haben, die setzt sich überraschenderweise nicht auf dem Markt durch. Und jetzt müssen wir überlegen, warum? Die Technologie ist noch nicht so weit. Und damit möchte ich darauf anspielen, dass dieses 65 Watt Charging, was wir auch heute in einem OnePlus so zu sehen bekommen, glaube ich, Stand jetzt das ist, was am ehesten umgesetzt werden kann. Also auch ein Mi 11 zum Beispiel, das wir ja gesehen haben, ist ja auch ein Top-Gerät. Aber hier sind wir, glaube ich, was sind wir bei 65 Watt? Ich habe gerade den Wert nicht genau im Kopf, aber wir haben auch hier kein 120 Watt. Ich habe es selbst verteufelt und habe gesagt, das möchte ich haben, kam aber nicht. Ne? Oh, sehr interessante Frage, Manfred. Wie oft wechselst du dein Smartphone? Also ich finde, oder ich sag mal so, wenn das Leute so sagen, hört sich das immer arrogant an. Und das ist es in meinem Fall absolut nicht. Das soll nicht arrogant sein, wie ich es meine, aber ich behaupte schon, dass ich im Moment in der Woche zwischen 2 bis zu 3 Geräten oft hin und her jongliere, weil ich sie aber auch im täglichen Drive nutzen möchte, um wirklich mitzubekommen, dass nicht nur ein Gerät ist, was ich kurz in der Hand habe und sage, das ist gut oder nicht, sondern ich versuche es über eine längere Zeit zu nutzen, um dann doch ein ehrliches Feedback zu geben. Ja, also von daher schon sehr häufig. Und das ist nicht gemeint zu einem Motto, guckt mich an, wie cool ich bin. Absolut nicht. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile und wisst, dass das nicht meine Art ist. Dann hier, wie viele Farben wird es beim OnePlus 9 geben? Die Farben, die ich zumindest in meinem Video zu diesem Launch vorgestellt habe, da sind wir von 3 Farben ausgegangen, wobei sich es da nochmal zwischen dem OnePlus 9 und dem OnePlus 9 Pro unterscheidet. Also es gab da schon vorab Leaks, was das alles angeht. Ich lasse hier unten mal ganz kurz Werbung durchlaufen, denn ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet oder das einfach macht. Ich weiß, es nervt, Werbung unten drin, aber wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es einfach, es kostet euch nichts und würde mir so ein bisschen helfen, zeitnah die 10.000 Abonnenten einfach zu knacken. Ich habe mir da so ein kleines internes Ziel gesetzt und wie gesagt, euch kostet es nichts und ja, würde mich, wie gesagt, freuen. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, wir sind, glaube ich, zeitlich, es dauert noch eine Minute, ja, weniger als eine Minute, ich freue mich schon. Ihr habt ganz schön viele Fragen und ich finde das mega cool. Ich würde eigentlich schon fast lieber mit euch jetzt hier drüber weiter kommunizieren, aber es geht los. Deshalb schalte ich hier mal auf groß den Sound. Schreibt gerne rein, je nachdem, wie der Sound am Ende ist. Jetzt gucke ich, dass ich hier bloß nichts lösche. Genau, da sehen wir schon mal die 2 Geräte, das normale und das Pro. Und das Pro, wissen wir auch schon, bekommt 4 Kameras, ne, und das normale 3.
Genau. Oh, jetzt sind wir alle voller Erwartung. Jetzt gleich kommt es wahrscheinlich einmal so, wow, und los geht's. Ich glaube, noch eine halbe Minute und ich bin gespannt, wie lange das Event gehen wird. Ja, ich gucke mal vielleicht hier noch 1, 2 Fragen so lange, aber ich glaube, es geht jetzt gleich los. Die Frage, wie lange die Vorstellung geht, das ist irgendwie vorhin noch nicht so ganz klar gewesen. Ich denke mal, dass es was unter einer Stunde sein wird. Aber wenn man wirklich von 3 Produkten ausgeht, glaube ich, werden wir die Stunde schon machen. Genau, hier habe ich eben noch was zum OnePlus R gelesen. Das, glaube ich, werden wir hier bei uns nicht bekommen. Ich glaube, das wird man eher so ein bisschen Richtung indischen Markt vorstellen, aber will auch ja, jetzt nichts Falsches sagen, aber können wir eher vorstellen, dass das nicht für den europäischen Markt gedacht ist, weil man gerade auch noch das OnePlus 8T auf dem Markt hat, was ja noch günstig ist. Oh, es geht los. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. I like how OnePlus is building their products. I really enjoy the build quality. The quality of phone you get for the price. One of the reasons why I like OnePlus so much is how much they care for the community and how much they listen to us. I like OnePlus because OnePlus has always been involved with the community. To me, OnePlus is a brand that represents the power user. As one of these people, OnePlus definitely feels close to the heart. You know, you can get anything you want now with OnePlus, and that's what I really, really like about it. And I mean, I really felt like I was part of this family. Okay, ich mache noch ein bisschen lauter, gerne. It was a friendship. Oh, mehr geht leider nicht. Oh, jetzt habe ich es falsch gedrückt, sorry. Okay. I'm a fanboy then. Long ago, I think it was 7 years ago or 8 years ago, there were rumors that there was this new company that was starting that was going to have great. Es geht leider nicht lauter. Ich habe das Maximum aus dem Stream rausgeholt. Es wird wirklich am Stream liegen. Sorry dafür, Leute. That's how I first heard about Ja. OnePlus. I came across MKBHD's video of the OnePlus One. At that point, I knew nothing about OnePlus, but once I watched that video, I immediately fell in love. Well, I had a friend in college who used the OnePlus One, OnePlus Two, whatever they were back then, and the 5 had just come out, and someone was like, okay, well, the 5's great, blah, 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 but guess what? The 5T comes out in November. So that was my Christmas present to myself. So I ended up with this bad boy. For me, my favorite feature of OnePlus is its uniqueness and ability to listen. One of my favorite features is actually the lack of unnecessary bloat and the freedom of customization. Is its software experience. It's truly amazing. It's smooth, it's fast, it's extremely customizable. Absolutely love this device. Great cameras. I love the screen that rolls off the edge. The wide-angle selfie camera on the OnePlus Nord is a fantastic feature that I love to use on pretty much a daily basis. I'm a big fan of the brand and the products. I was an early adopter since the first device, and I'm still super interested in all the things OnePlus is doing. So what's my OnePlus story? The OnePlus 6 launch in London, which was an amazing trip. First time I met all the mods. You know, it was just seeing such a diverse group of people together with similar interests that made it very, very interesting. Really identified with the OnePlus Nord never Finde ich auf jeden Fall schon mal cool, dass man jetzt so die Stories der Leute mit reinnimmt. Das macht so ein bisschen authentischer einfach, ne? Also finde ich das schon mal ein guter Schritt. Wie gesagt, leider geht der Stream nicht lauter. Ich habe das Maximum rausgeholt. Ja. Employees, you know, and drawings, for example, here, never give up. Just so many messages to push me and to tell me that there are a lot of people that were encouraging me and trying to make me feel a lot better than I was at the time. And as you can see, you know, I'm okay now. I became a moderator. Ich stelle auch gerade fest, dass der Chat hier unten, ne, dass der hängt. Also ich hoffe, meine Nachricht kam so weit rein, dass der Stream selbst leider so leise ist. Also es liegt jetzt nicht an mir. Ja, sorry dafür, Leute. You know, I really love this phone and I'll tell anyone who will listen how great they are. I think it will be my first choice for any phone going forward, so I'm so excited to see what they come out with next. Jetzt geht's los. Ich freue mich wirklich und
ja, gelungen einfach. Jetzt endlich das alles zu sehen, was geleakt worden ist, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Ja, schon ein bisschen Vorfreude. Ne? Ich kann leider eure Kommentare nicht sehen. Das ist echt schade. Deshalb, ja, solange es jetzt gerade hier nichts kommt, oder beziehungsweise solange mir nichts angezeigt wird, versuche ich es soweit gut zu kommentieren für euch. Ja. Ich glaube, man spielt halt jetzt sehr viel auf das Thema Fotografie heute an. Ne? Das hat man ja auch schon in der Werbung jetzt Richtung diesem Event gemacht. Man hat ja extra ein Event oder eine Ankündigung für die Ankündigung gemacht. Also man hat, finde ich, extrem die Werbetrommel gerührt und das zeigt, welche Wichtigkeit das Ganze einfach hat, der Markt, und dass man immer weiter voran möchte. Ich glaube, gerade durch den Wegbruch von Huawei ist extrem viel an Marktanteilen, die man jetzt bekommen kann. Und danach greifen natürlich alle jetzt. Schon sehr episch aufgebaut. Gefällt mir echt ganz gut. Also, ja. Oh, jetzt geht's los. Everyone. Welcome to the OnePlus Line Series Launch Event. 1 year ago, schau mal gerade, ob ich euch den Untertitel noch anmachen kann. unexpected challenges. It has been difficult for many. But even when times are hard, we can still change. Oh, hat er nicht? Oder? Doch, schaut es. Over the past year, okay. We also grew as a company. We introduced a new strategy and launched more new products than ever before. Bring the OnePlus experience to more users around the world. I want to thank you all for believing in OnePlus. When we started out in 2013, we had one goal in mind: to make the best devices possible. The OnePlus One was our first shot. And over the years, we worked hard to make breakthroughs: the best hand feel, the most powerful performance, the fastest charging, and the best display. Man hat so viel gemacht und erreicht, das ist unglaublich. We always remain focused on delivering the best user experience. But when we asked our users what improvements they still want, one answer always stands out: a better camera. Ja, und das stimmt absolut. Das ist immer das, was wir gesagt haben, ne? Also, dass man diesen Schritt haben möchte. I feel it's our greatest achievement yet. Our best combination of hardware and software. And our biggest leap forward in camera quality. We made a very important decision to partner with a legendary camera company. A company with 8 years. Und das ist, glaube ich, genau, und das ist auch dieser Bezug zu diesem Ganzen, genau, weil diese Mondlandung mit Hassblad gefilmt worden ist. Und das ist, glaube ich, so dieser Move, den man deshalb die ganze Zeit, dieses Bild einfach für euch da draußen haben möchte. Ja. Und es ist, glaube ich, also mittlerweile habe ich das Gefühl, braucht man einen Kooperationspartner, wenn man ein Smartphone auf dem Markt hat, ne? Und es ist einfach, also ich muss sagen, von den Präsentationen, die man so sieht, ich finde, Samsung macht es schon ganz gut. Ich glaube, Apple ist immer noch so over the top. Aber es wirkt nicht so asiatisch, also nicht so verspielt. Ich finde, und das merkt man auch beim OS, es ist so clean. Und das macht einfach Spaß, ja. Just a thought. Hello, Hassblad. Ah, okay. Ja, jetzt sieht man es nochmal. Ja. Today is the start of a new journey for OnePlus cameras. We are fully committed to our long-term partnership with Hassblad.
Und dieses ganze Ding, ich habe das ja schon mal gesagt, ne, diese Kooperation kostet sie einfach mal 150 Millionen Dollar. Ja? Aber halt für die nächsten 3 Jahre und ich glaube, es zeigt noch, wohin der Weg wirklich gehen kann. Ja. Introducing the OnePlus Line Series. Ja, okay, das haben wir schon gesehen. Logischerweise auch 5G. In the OnePlus Line Series, we bring Hassblad legendary expertise and color science to our cameras. It's our most complete and uncompromising product series ever. And I believe it will also be your best shot. Okay, sind wir gespannt. I'm pleased to welcome John Deere, Vice President from Hassblad, to share a few words with you. Also mal gespannt, was er so sagt. Hi everyone. It's so good to be here to share with you this exciting new partnership. I'd like to begin by talking about our history. Since 1941, Hassblad has been devoted to creating cameras that live up to our motto, create to inspire. And for 80 years, our cameras have been there to capture some of the most important moments and figures in the story of the world, including the first steps on the moon. Okay, ich glaube, das ist so dieses... Our goal is to continue pushing the boundaries on imaging technology. Aber die sind doch mittlerweile von DJI aufgekauft worden, ne? Also da, oder dieses Konsortium rund um DJI, ne? Man darf auch nicht vergessen, ich habe es auch schon mal gesagt, sie hatten ja schon mal diesen Ad für Motorola, diesen Mod so zum Draufhaften. Das hat nicht so gut funktioniert. By partnering with a company that shares our passion. OnePlus is that company, and the best partner for us to explore ways to bring Hassblad's iconic design and uncompromising image quality to mobile devices for more people. After months of efforts from both Hassblad and OnePlus R&D teams, we're finally able to bring the Hassblad camera from mobile to the OnePlus 9 and 9 Pro. This is a camera system that combines the most advanced mobile photography with natural color calibration developed with Hassblad. Ich habe mir auch mal so, als das rausgekommen ist, dass man mit Hassblad zusammenarbeitet, weil ich ja nicht so fotografie-affin bin, ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt mittlerweile. Unglaublich, wie teuer eine solche Kamera einfach ist, ne? Ich dachte immer so, ja, keine Ahnung, was es so gibt, ne? Aber die Kameras kosten richtig, richtig viel Geld. Also unglaublich, ja. Hassblad ambassadors are a selected group of greatest professional photographers working today. In total, 12 of them press for now that have a long-standing relationship with the Hassblad brand and our partners. Here's what they had to say about Hassblad camera for mobile. Okay, man baut es jetzt schon sehr, sehr episch auf einfach, ne? Also die Kommentarfunktion funktioniert leider immer noch nicht und das macht mich ein bisschen wütend, weil ich gerne mit euch in den Austausch kommen wollen würde. Aber irgendwie, ich versuche es auch nochmal. Ja, klappt es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sorry dafür an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass einigermaßen klappt auch mit dem Sound. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sorry dafür. Was auch ein bisschen komisch ist, glaube ich, kann das mal so gerade hier behind the scenes. Der Untertitel im Englischen wird nur angezeigt, wenn ich das Tab geöffnet habe dafür. Auch ganz komisch. Aber ich denke, ihr seid soweit des Englischen mächtig und ansonsten werde ich das natürlich alles für euch weiter dokumentieren oder beziehungsweise so ein bisschen auch kommentieren. Dann schauen wir mal, wohin die Reise jetzt hier so geht. Das Hassblad-Logo ist halt schon cool, das muss man sagen, ne? Thank you, Pete. I'm so excited to tell you more about the OnePlus 9 Pro. As Pete said, we've taken our biggest leap forward in creating a great smartphone camera with this device. Over the years, smartphone camera technology has improved a lot, and developments in computational photography have really pushed the limits of what smartphone cameras can achieve. But there's so much more we can do to make them even better. A great camera brings together two elements, the best technology and the most beautiful aesthetics. Gut, das stimmt schon. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile physikalisch schon an einige Grenzen kommen, gerade wenn man rund um Teleskopkameras spricht, für den Zoom. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man jetzt viel versucht, über die Software zu managen und warum auch der Fokus mehr oder nicht so extrem auf den Periskopkameras einfach liegt. Weil man dafür halt auch diesen Abstand benötigt einfach, beziehungsweise die Größe.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Our natural color calibration with Hassblad brings more perceptually accurate colors to photos taken with the OnePlus 9 series, whether you're shooting with the ultra-wide, main camera, or even the telephoto lens. And we're not just working with them on the engineering side either. A select group of Hassblad ambassadors are also actively involved in the joint development process. These experts have shared numerous sample photos and have given us plenty of really good subjective feedback on color accuracy, Das ist halt immer, photo quality. also ich finde es ja auch immer beeindruckend, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, ne? Aber die Frage ist immer, wie viel ist wirklich nachbearbeitet? Man kann es nicht glauben, dass die Bilder, die man jetzt sieht, dass sie wirklich damit so aufgenommen worden sind oder ob das am Ende schon mit einer Hassblad-Kamera gemacht worden ist, man einfach sagt, ja, das ist vom Smartphone. Ja. First, I want to show you something pretty spectacular. This incredible photo was taken by Lars Schneider, a modern-day adventurer who's captured some of the world's most remote landscapes. He's also a Hassblad ambassador, and he captured this incredible scene on the OnePlus 9 Pro's Hassblad camera for mobile. A photo of this quality is extremely difficult to deliver on a smartphone, but Lars was able to get this thanks to our natural color calibration with Hassblad and one of the largest sensors ever on a smartphone ultra-wide camera. A bigger sensor gives you better imaging quality and lower noise. Ultra-wide cameras and smartphones tend to have relatively small sensors due to limitations in lens design. Genau, das ist das, was ich gesagt habe, diese Limitierung einfach, ne? To accommodate a much larger sensor. In fact, it's even larger than the iPhone 12 Pro Max's main sensor. That makes for a massive upgrade in ultra-wide image quality, giving you photos that are cleaner, ich finde es auch immer interessant, dass man Fotografie immer mit einem iPhone vergleicht. Also immer dieses Rüberstarren zu Apple. Ich verstehe es einfach nicht. Also this 50-megapixel sensor in the ultra-wide das ist jetzt echt schon ein bisschen sehr laut, ne? Das, ja, leider kann man das nicht so ganz schreiben. Check out the amazing level of detail. Ich gucke einfach, dass es soweit passt für euch. When you zoom back out, you can see exactly the level of detail that this huge sensor is capable of capturing. If you've used an ultra-wide before, you've probably noticed that what are supposed to be straight lines can often look pretty warped at the edges. Ultra-wide cameras on smartphones have about 10 to 20% edge distortion on average, which is a major problem. Genau, und jetzt spricht man von dieser Rundung außen bei einer Ultraweitwinkelkamera. Genau, und dass man es jetzt mehr glätten möchte, dass man es nicht mehr so dieses abgerundete Außen, als würde man durch so ein Fischei gucken, zumindest nach außen hin. Check out what I mean. This photo was taken without a freeform lens. And this one is from the OnePlus 9 Pro's Hassblad. Und da erkennt man es halt jetzt echt schön, wie glatt es einfach gezogen ist. Und ich finde es auch wichtig, dass man jetzt hier sagt, dass man auf 50 Megapixel setzt, also dass es nicht mehr herabgestuft ist mit so einer 8-Megapixel-Kamera. Before we move on, I want to point out some cool new features of the OnePlus 9 series camera system that are inspired by Hassblad. By now, you may have heard that distinct new shutter sound, the same as Hassblad's iconic leaf shutter that photographers really love. Genau, also man setzt jetzt hier den Sound ein, den man bei einer Hassblad-Kamera hört. Genau. And there's one more cool thing you might have noticed at the bottom of these sample shots. This classy new watermark featuring both the OnePlus and Hassblad names. This time around, we didn't want to hide it over in the corner like everybody else does. Da muss ich auch sagen, also ich halte das oft aus, weil oft mache ich Fotos und möchte sie danach weiterschicken und dann stört es mich, dass irgendwo noch ein Schriftzug oder so ein Watermark mit dabei ist. Generell finde ich das cool, aber ich finde, man nimmt halt sehr viel vom Bild einfach weg und dementsprechend ist das echt ein bisschen schade. Aber gut, ich kann den Schritt aber auch verstehen, ich meine, wenn man so viel Geld für dieses Branding ausgibt und diese Kooperation gesteckt hat, so viel Energie, muss ich das auszahlen. Genau. Zur Hauptkamera jetzt nochmal, dieser IMX 789 müsste das sein. Ja, gut, genau. Und ja, der 769 ist dann die Ultraweitwinkelkamera in dem Fall. Ja. OnePlus is investing much more in top-of-the-line hardware and further customizing those components to get the most out of them. Combined with advanced computational photography, OnePlus cameras are more capable than ever before, giving our users one of the best camera experiences possible with the OnePlus 9 Pro. At 1/1.4 inches, our Sony IMX789 sensor is huge compared to the competition.
And it's also a big improvement in other ways. First, it gives you more natural color. With 12-bit raw output, it can collect 64 times the color information of regular smartphone sensors. Wichtig ist natürlich auch nachher, dass das Display das wiedergeben kann einfach, ne? Also diese Fotoqualität, die man erzeugt einfach. Ich glaube, da wird auch ein bisschen was auf uns warten. Wobei wir halt echt von den Pro-Modellen sprechen. Hier hat man halt schon den Anspruch, dass man das beste Display bekommt, das beste Charging und. Ja. This photo is taken on the beach early in the evening, just before the sun was starting to set. Note the beautiful and detailed green color and skin tone. And what's incredible is that this is coming straight out of the OnePlus 9 Pro's main camera with no editing involved. Das ist schon cool. Was halt auch oft mittlerweile so die Frage aufkommen lässt, inwieweit braucht man noch eine Kamera? Also gut, ich finde halt auch für die Hobbyfotografen ist es vollkommen in Ordnung. Ja, wie gesagt. Aber klar, wer professionelle Bilder macht, glaube ich, sind ganz wenige, die das mit dem Smartphone machen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn ihr eine große Feier habt und dann habt ihr einen Fotografen, der an dem Abend aufnimmt, ja, und der kommt halt dann mit seinem OnePlus 9 Pro an und da sagst du halt auch, ja, nee, geht halt einfach nicht. Brings out the textures of the clothes and the beautiful natural skin tones without any editing. When I first saw this photo, I assumed it was a comparison shot taken with the DSLR. But this is also from the OnePlus 9 Pro. The powerful main camera can capture subtle differences in shading and light for a very professional look. And we've got a new mode called Tilt Shift. Unsere kleine Miniaturwelt, die wir jetzt so bekommen. Ich habe nochmal geschaut, ob es irgendwie, woran es liegt, aber es funktioniert hier einfach gerade nicht. Mit euren Kommentaren, sorry an dieser Stelle, echt. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, leider. This might not be something that you would ever even notice, but no detail is too small for us at OnePlus. Portrait shots by the OnePlus 9 Pro are also really nice and clear. But don't take my word for it. This photo was taken by Yin Chao, a Hassblad ambassador who is renowned in the fashion industry. Just look at the detail, the color tones, and the emotion he was able to bring out. In particular, take note of the accuracy of skin tones. As you can see here in these sample shots, also, the main camera of the OnePlus schau jetzt mal gerade, also das Event läuft jetzt 20 Minuten. Ich finde es wichtig, dass man das mit Hassblad in den Vordergrund stellt. Die Frage ist halt am Ende, wie tief oder wie groß ist dieser Vorteil wirklich am Ende, so wie man es hier bewirbt. Ist ein bisschen schwierig. Natürlich, also wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich finde, es ist gut, dass man das alles erklärt und auch zeigt. Und ich meine, dafür sind diese Events auch da. Wir sind halt jetzt aber schon bei 20 Minuten angekommen und wir haben es jetzt langsam verstanden, dass man mit Hassblad zusammenarbeitet und dass diese Fotografie gelungen ist, aber oder ich weiß halt nicht, wie schnell man den Rest nachher macht, also ob man dann wirklich hingeht und den Rest so in 10 Minuten abfrühstückt, denn wir wollen zum einen die beiden Geräte sehen und halt die Uhr, über die jetzt alle sprechen, und das wird halt auch nochmal Zeit in Anspruch nehmen. Hassblad brought a lot of experience and knowledge to this new camera system, which is why we've given it a Hassblad Pro mode, giving you the power to adjust pretty much everything, including ISO, exposure times, white balance, and more. We've added a new feature called focus peaking to give you better manual focus, as well as the ability to shoot in 12-bit RAW for more finely detailed color. And we've revamped the user interface, giving you the same user experience as a professional Hassblad camera. Das ist halt schon echt cool, ne? Also was man alles für Möglichkeiten hat. Am Ende ist es halt auch immer eine Frage der Software. Ich werde halt bei jedem Event nicht müde, das zu sagen, wenn man sieht, was halt Google aus einer 12-Megapixel-Kamera rausnimmt, die ja, jetzt irgendwie schon seit über 3 Jahren so auf dem Markt existiert. Ne? Ja. With all this combined, the camera experience of the OnePlus 9 Pro is a huge step forward for you photographers out there. But how about videos? Well, okay, das ist jetzt halt auch nochmal, also ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass wir 8K bekommen. Still photos tell one type of story. Ja. But people don't want to be limited to capturing only single moments in time. In today's world, video matters more than ever before. You want to capture and share the most important moments of your life. And high-quality videos help pull a viewer into the scene to relive those memories.
Es ist so schade, dass ich jetzt nicht eure Kommentare, eure Reaktionen sehe. Das ist so, als würde man hier so komplett isoliert einfach sitzen. Gut, das hat man ja auch. Gut, da haben wir hier 8K, 30 Frames. Gut, inwieweit das dann wirklich 8K ist. Und die Frage ist auch immer, braucht man diese 8K einfach? Aber gut. Ja. Genau, das hat man halt auch mit dabei. Was natürlich dann für solche Effekte der Hammer ist, weil man es einfach so schön smooth und abspielen kann. Ja, man macht da schon echt gute Fortschritte. Man hat es ja auch am Anfang selbst gesagt, das Problem ist einfach, oder nee, Problem klingt falsch. Also das ist irgendwie so, als hätte man mega die schlechte Kamera. Das hatte man auch nicht. Aber das ist immer so dieser letzte Klick, der gefehlt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das auch so sieht, geht, aber wenn man jetzt so die Bilder sieht, würde man halt auch gerne jetzt so vor der Kamera dann da sitzen und das alles so dieses, also man schafft es schon, ein Gefühl zu transportieren bei diesem Event. Man stellt sehr den Fokus da oder das, was man möchte in diesem, mit der Präsentation, aber ich persönlich habe gerade so ein Feel-Good, dass es echt cool ist und das macht Spaß. Ich mache das nochmal groß hier eben. Also es fühlt sich so genial an. Also dieses Video war doch gerade schon so richtig feel good. But you can with the OnePlus 9 Pro, our most exceptional camera system so far. You get some of the most natural color ever on a smartphone. Und der Kamerabump gefällt mir. Ich finde, der hat so was Klassisches. Durch diese zwei größeren Linsen ist für mich so ein bisschen vom Kamerabump-Design oder von der Kameraanordnung so ein bisschen so in die 50er versetzt. Kann aber auch sein, dass mir das nur alleine so geht. The OnePlus 9 Pro's Hassblad camera for mobile is built to help you take your best shot. In fact, starting in April, we'll be kicking off a really cool competition to help you share your best shots with the world. Sure, we all love filters on our photos from time to time, but with the natural colors of the OnePlus 9 series camera, we want to encourage you to show your own true colors through photography. Stay tuned to our social media channels for more details soon. We're really excited to get your hands on the OnePlus 9 Pro, not only for the camera, but also because, well, it's a gorgeous phone. Have a look. Jetzt geht's los. Na endlich! Darauf haben wir doch alle gewartet. Es ist jetzt, glaube ich, knapp eine halbe Stunde. Wir sehen es jetzt. Ich mach nochmal so das für euch zum Genießen. So, 3 Farben sind es dann. If you know OnePlus, you know that we're obsessed with design. Pete and our industrial designers focus on every design aspect of each OnePlus product, down to the most minute details. We aim to give our users a burdenless design that complements and adds value to their lives, rather than getting in the way. And one way we achieve that is through the most beautiful colors, the most premium materials, and the most elegant finishes. Sieht so dieses Sandstorm, ne? The OnePlus 9 Pro is. Schon cool. The overall curved design continues the design heritage of the 8 Pro and 7 Pro. Okay, dass Pro-Modell immer curved ist, das haben wir jetzt auch schon. It is to hold, even for extended periods of time. Ja. Another tradition of OnePlus industrial design.
That great feeling comes down to a few factors. An aluminum frame that's only 2.2 millimeters thin. The right weight ratio to make this device really balanced. And of course, that curved design that seamlessly transitions from the back to the sides and around to the front. Man hat halt kein kantiges Design, wie man es jetzt bei den 12er iPhones gesehen hat, sondern jetzt schön rund und weich, angenehm. Vielleicht an dieser Stelle kann ich es euch schon mal leicht anteasern. Ihr solltet vielleicht nachher mal schauen, ob es nicht ein neues Video hier auf meinem Kanal gibt, nach diesem Event. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal vorbeischaut. And finally, there's stellar black with a special matte frosted glass that brings back the Das Schwarz incredible ist look and feel einfach of our classic schön. sandstone, but is much smoother and leaves no fingerprints behind. Our designers spent countless hours perfecting the back of the OnePlus 9 Pro for some really striking design options. But go around to the front of the device and you'll notice even more refinement in the design of the display. Okay, beim Display muss man abliefern. Also beim Mi 11 hat man jetzt, also ich habe es jetzt die ganze Zeit getestet, das Mi 11 einfach ein hammergeiles Display, ich muss es einfach so sagen. Und das erwarte ich auch bei dem OnePlus 9 Pro zumindest. Und das ist auch immer was ich auch in den Videos oft anspreche, dieses Curve-Display ist eigentlich eine schöne Sache, wenn nicht immer diese Fehlauslösungen dabei wären. Und da hat man jetzt dran gearbeitet und das ist verdammt wichtig. Long before some of you were born, even before OnePlus was born, a display was really just something to look at. But they've really come a long way, and OnePlus has led the charge in display technology for the smoothest experience out there. Have a look. Diese Kommentare gehen einfach nicht und das nervt mich hier gerade. Es tut mir so leid, Leute. Ja, wie gesagt, wir machen das Beste da draus. Vielen Dank, dass ihr trotzdem mit so vielen Leuten dabei seid. Ja. Oh ja, alles verändert. And as display technology evolved, new possibilities were created. We felt the rush of interactivity and instant engagement. Aber cool, dass man so ein bisschen dann noch die Konkurrenz hier einblendet, ne? Finde ich auch nicht selbstverständlich. Ah, BlackBerry. Oh. Krass. And through our displays, we saw life on display. OnePlus saw the chance to provide people with an even better window onto the world. Man hat so direkt Lust, mit dabei zu sein. Also man schafft es, das so zu transportieren. Es ist einfach echt so ein Lebensgefühl gerade, was man transportiert. Mega cool. Incredible advances have transformed display technology. What will the future hold for us? Introducing the OnePlus 9 Pro with Fluid Display 2.0. It's time to take the next giant leap forward. Yes. Sir. From the industry's first 90 Hz fluid display on the OnePlus 7 Pro to the incredibly smooth 120 Hz display on the OnePlus 8 Pro and 8T, we know how important an outstanding display is. It's an area where OnePlus has excelled time and time again. And today we're taking another huge step forward in smoothness by bringing the next generation of display technology to the OnePlus 9 Pro with Fluid Display 2.0. The key to this is an advanced technology called LTPO, which delivers up to 50% das habe ich auch in den Videos schon vorgestellt. Und wir haben das bis zu 50%. Ja, ist das einfach nochmal eine Veränderung oder beziehungsweise was man an Akkukapazität dadurch sparen kann, ja, ne? Und das erwarte ich auch in jedem Smartphone jetzt oder in allen Pro-Modellen. The refresh rate from 120 Hz all the way down to 1 Hz based on your content. Also immer das, was ihr macht, daran wird diese Herzzahl angepasst. Das ist genial. Genau, und damit soll halt bis zu 50% Kapazität gespart werden. Das ist schon gut, das verändert viel auf dem Markt. Also weil die Akkukapazität soll sich ja nicht wirklich verändert haben. Best display out there for gaming with up to 6 times faster syncing speed between the display and the processor, resulting in snappier gaming controls than before. To achieve this, we streamline the process from recognizing display touches to rendering images and syncing those images to the display with our HyperTouch technology, drastically cutting the response time from the previous generation. That means when you're battling in games like PUBG Mobile, the OnePlus 9 Pro's display makes your gaming controls more responsive, giving you better reaction time and a better chance at winning. Das ist halt möglich, diese schnellere Abtastrate quasi, ne? Da passiert halt mehr. Hier sehen wir schon mal Call of Duty, genau. We're looking forward to supporting other titles in the future as well.
Of course, we're really proud of the OnePlus 9 Pro's display, but we're not the only ones who recognize how DisplayMate wird das Ganze natürlich wieder gut bewertet haben. gave the OnePlus 9 Ich Pro glaube, die brauchen da jetzt irgendwie an eine neue A+ Skala rating. einfach. Also dieses A+ And not to brag, erinnert mich auch so ein but bisschen it an die makes sense. I mean, Waschmaschinen, wo just man have a look auch at everything this incredible display has ja to auch offer. keine, aber das hat man ja jetzt nochmal QHD+ geändert. resolution, Genau. HDR10 Plus certification, MEMC, you name it. It's also easier on your eyes with automatic color temperature adjustment and the newest E4 emitting material that reduces harmful blue light. We've also added a new feature called Genau, und dadurch soll halt auch dieser Blauwert gesenkt werden. Und das ist für die Augen halt absolut wichtig, weil das schädlich ist für die Augen, beziehungsweise nicht wirklich gesund. Und deshalb hat man jetzt weniger Blautöne oder beziehungsweise dieses Blau strahlt nicht mehr so raus. Now, with a new generation of display technology, including LTPO and HyperTouch technology, the OnePlus 9 Pro's Fluid Display 2.0 takes smoothness beyond anything you've ever experienced before. The OnePlus 9 Pro is amazing to look at from the outside, with elegant design options and a gorgeous and smooth display. So now let's take a deeper look at the inner workings of the OnePlus 9 Pro. Jetzt kommen wir zu den Herzstücken. Snapdragon 888, den erwarten wir doch jetzt. Yes, we use Qualcomm Snapdragon 888, the best there is of all the dragons in the kingdom. And with it, you will be one step ahead of the curve because it is a 5-nanometer chip. 25% faster in CPU performance compared to its predecessor 865, 35% faster in GPU performance. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, wer merkt diesen Unterschied. Also ist klar, natürlich, also wir wollen ja jedes Jahr eine Veränderung haben, aber was ich halt interessant finde zurzeit auf dem Markt ist, dass diese 855 Plus oder 865 Plus, die Prozessoren werden jetzt alle relabelt und kommen auf den Markt, weil die halt einfach schnell genug sind, was vielleicht auch ein bisschen was mit der Chipknappheit zurzeit zu tun hat. Ja, also ich glaube, da greifen verschiedene Dinge aneinander zurzeit auf dem Markt. Genau, und jetzt ist es nochmal wichtig, deutlich zu machen, auch dieses Hitzeproblem, was dem Snapdragon 888 unterstellt wird, dass man das im Griff hat. OnePlus CoolPlay is a new heat dissipation system built from 5 different layers of copper, graphite, and other materials to help draw heat away from the processor while also keeping it away from your hands. So let's see what 20 minutes of gameplay does to your phone and to the phones of your friends who are not using the OnePlus 9 Pro. Okay, knapp 2,5 Grad Unterschied dann zum Samsung. Ja. Was halt aber auch den Exynos einfach nutzt. Ne? Also das, gut, kommt natürlich drauf an, mit welchem Land sie das vergleichen. Ne? And tomorrow. In 1908, Arnold Bennett wrote a book called How to Live on 24 Hours a Day. In it, there is a quote. We shall never have more time. We have and have always had all the time there is. What he didn't know is that there is this company called OnePlus giving you extra 500 hours per year. Here's the story about our charger. Finde ich cool. OnePlus 9 Pro comes packed with 45 tricky gemacht, cool. battery, meaning even with also mir gefällt es, wie sie es heute machen. And now for the magic behind extra 500 hours per year. Our warp charge, it is blazingly fast. We call it warp charge 65T. And T doesn't stand for a time you will get back. Or does it? In any case, we don't want you to keep waiting when your phone is charging. We think charging should give you a feeling of immediacy, feeling of weightlessness. Not that kind of a weightlessness. Das ist cool, wie man es macht. Es wird anschaulich erklärt und in 29 Minuten auf 100%. Und das Kabel gebunden. Und kabellos werden wir es jetzt auch nochmal gleich sehen. Over a year, that amounts to more than 500 extra hours. Now, the only problem you have is all that extra time on your hands, but you'll figure it out. You can also go wireless. You've gone wireless before. Das ist halt echt cool gemacht mit diesen 500 Stunden, die man dazu gewinnen kann einfach, ne? Weil man das Gerät nicht so lange laden muss und man es deshalb nutzen kann. Echt cool. Maybe unlike any you have ever had before. Apples to apples, our 50 watts wireless charging is way faster than pretty much all other wireless charging out there. But apples to oranges or
OnePlus to Apple, our wireless charging Ist halt so ein eleganter Hieb, ist aber cool gemacht. wire charging. Ja. It goes empty to 100% in less than 45 minutes. No wires attached. And when you do decide to go wireless with us, we don't want you to give up your precious screen time. So we've modified the internal design of our charger. So now OnePlus 9 Pro can charge wirelessly both vertically and horizontally. Das ist cool, wenn man dann noch einen Film schauen möchte. Go fast, but Clever gemacht. don't compromise Und on ich how finde, you das, was watch sie your jetzt hier Netflix gerade shows when machen, your phone ist is das, was charging. man immer von Apple erwartet. OnePlus 9 Sie Pro erklären uns, warum ich es jetzt unbedingt so brauche und nicht, wie es vorher And passiert as ist. always, it is Genial. fast and smooth. Ich weiß, das Plus, hört sich gerade nach einer Lobeshymne an, aber mir gefällt dieses Event, wie man es aufgebaut faster hat. and smoother experience. Echt super. For example, Turbo Boost technology, which enables you to have almost 28% more apps opened in the background compared to before we had this optimization. And we were able to achieve that with the help Also ihr of könnt two knapp technologies. 1/3 mehr Apps im RAM Hintergrund compression öffnen, and virtual RAM. was RAM halt compression echt super ist, ne? Also makes dieses the data on your RAM Management eurer smaller, Ressourcen. while virtual RAM turns the phone storage into RAM, so your phone has more physical RAM to work with. Also euer Speicher, Oh, den ihr auf dem and you know Smartphone what habt, else we did? wird dann auch We gave genutzt you a und nicht nur second den RAM. RAM-Speicher, den man hat. Ist Let me echt cool. explain. The analog clocks on your always-on displays could only show hours and minutes until now, because we gave you a second hand, a dial that shows seconds. It doesn't sound like a big deal until you hear it is only possible to do it if you're using LTPO technology. And guess who's using LTPO technology in their displays? We are. OnePlus 9 Pro Okay, also comes nochmal, ne, packed dass with dieses some LTPO so crazy viele good Möglichkeiten ergibt features. und The sie nutzen es all-powerful halt. Hassblad camera for mobile with its Also revolutionary das Backshield ist all-time schon cool. incredible 4500 camera and mAh, ne? natural color calibration will add true colors to all of your photos. Es ist Display. echt. It Also, sets the standard wenn man es jetzt for so the next liest, ist man schon generation. begeistert. Die Using Frage ist halt, wie LTPO groß ist der will Sprung maximize vom your hash letztjährigen rate Pro while auf dieses Pro. minimizing your battery consumption. Aber ja. And then there is Snapdragon 888, the most powerful processor going hand in hand with blazingly fast warp charge, both wired and wireless. OnePlus 9 Pro comes in 3 stunning colors: Morning Mist, Pine Green, and Stellar Black. Ja, ein Stellar Black All ist halt this geil. in Morning just Mist one hört sich phone. halt auch schon irgendwie komisch This an. is really our best shot. Also gerade hier, das war This one kompakt, is for all of super you erklärt. who love OnePlus Genial. 9 Pro and who don't want to compromise on performance, yet you're on the other side of the fence in terms of flat versus curved debate. You prefer flat displays. Well, OnePlus 9 has just that, best of both worlds. Major breakthroughs from OnePlus 9 Pro, including the all-powerful Hassblad camera for mobile and 120 Hz flat display. As for the display, I could tell you it is an OLED and list you all the specs, but really, there are no bells and whistles, just a genuinely Okay, hier hat man great halt jetzt display. nicht dieses Display that LTPO-Display, won't feel tiresome to was watch natürlich ein during bisschen schade ist, weil man es gerade so hoch gelobt hat. Auf der anderen Seite braucht man ja auch eine gewisse Abstufung zwischen Pro und dem normalen Modell. Und 120 Hertz, AMOLED. Speaking of frequency, Ja. you pick up your phone more than 90 times per day. Oh, On average. 90 Mal erst. And OnePlus Also nimmt man 9 es in die has Hand that immer wieder. comfortable hand feel that is the cornerstone of our design. The curve on the back and the frame plus the smooth transition from the frame to the display. Ich mag dieses abgerundete, muss aber auch sagen, dieses kantige Design jetzt beim iPhone 12 finde ich halt auch irgendwie cool. Aber ist halt Geschmackssache, The middle ne? frame part on OnePlus 9 so beautiful is the process of metallization. It is a treatment to give it that glossy premium look. On the back, you also have 3 stunning colors: Winter Mist, Astral Black, Ist das cool? and Arctic Sky. Now, Mega. they're all different than the Es colors ist of nicht OnePlus viel, 9 Pro, aber ich yet finde, es they wirkt all einfach draw schön dadurch. inspiration from the same source. Oh mein Gott, wenn jetzt diese Kommentarfunktion gehen würde, würde ich halt Mist, fragen, with its was glossy euch am glass finish besten and gefällt a einfach. reflective gradient texture is reminiscent of early winter mornings, whilst Astral Black reminds me of those bluish, darkish Astral, skies. aber es ist mehr, It finde too ich, has a so glossy finish. Klavierlack. As for the Also ich glaube, man Arctic sieht dann Sky, schon die it has a Fingerabdrücke. bluish gray color, which is, it's a bit cooler than the sky blue color, but it has a matte frosted glass finish. For all of you who are on the matte frosted side in the matte versus glossy debate.
You want OnePlus 9, but you don't want to compromise on the camera quality either. You won't have to. Okay, OnePlus man hat halt 9 nur das has the Triple same Camera Hassblad Setup. craftsmanship, revolutionary ultrawide, freeform lens, and optical breakthroughs just like the OnePlus 9 Pro. Now, we have already listed all the benefits of having the best ultrawide camera in your pocket, but it doesn't hurt to tell you once more just how awesome it really is. Not only will you be able to take more of your world in, you will also be able to capture those fleeting moments in their true colors and natural beauty. We wanted to make a truly relevant Ich finde, man comparison, schafft so es we hier decided schon to ganz take a gut, sample shot at the same dem location normalen with OnePlus two 9 different Käufer nicht das devices, Gefühl just to zu compare geben, their dass er camera eine quality. schlechtere And the Qualität best way hat, to do it is sondern by dass es auch comparing seine it Vorzüge with hat. Und your ich meine, das merkt man am Ende closest competitor. finanziell In our einfach, case, das muss man auch OnePlus 9 sagen. Pro. No. But now that you're here, why don't we see whether your photo is the exact same quality as my photo? Challenge accepted. Okay, here it goes. The colors on her outfit are absolutely amazing. The same thing with her natural skin tone. As for the rocks, you can see so many details, both under the sun and in the shadows. And the best thing about this photo, the dynamic range. Okay, fine. Okay, ich dachte, er meint die Frau, aber okay. Our photos are of the exact same camera quality, but we can definitely not agree on one thing. What is the best thing about this photo? And trust me, it's not the dynamic range. It's the model. High five. Ja. Okay. Both OnePlus Das 9 ist cool. and 9 Pro's ultra-wide cameras are absolutely the same in terms of their camera quality because it's the exact same hardware. As for the main camera, it is also extremely powerful, and the size of the sensor is the same size as the sensor on the OnePlus 9 Pro, which means that you will Genau, be also das able ist to take nochmal some wichtig jetzt hier really hervorzuheben, great dass es night halt shots. dieselben Kameras For sind, die video, verbaut you worden sind. still Und get das finde ich ist auch 8K wichtig. and 30 FPS and DOL Ja, HDR for that genau, also das perfect 8K, balance of 30 light Frames ist auch and möglich. detail. Echt And super. both ultrawide and main camera can shoot in this resolution. As for the Dragon, it is still the best one in the kingdom. Snapdragon 888. It won't only be the fastest processor you will have, it will also help you enjoy gaming more because it will provide you with an Aber seht ihr die incredibly Spiegelung stable auf and der smooth Rückseite? gameplay, Ich hoffe, man erkennt es especially in einigermaßen. the high refresh rate games. The best Ist halt thing auch ein bisschen is, Geschmackssache. aside from all other great things we have mentioned, OnePlus 9 comes with the same powerful hardware as the 9 Pro, including Cool Play, ample 4500 mAh battery, Das ist echt gut. and Wobei der WatchOS Akku hier in 65. dem Fall ein bisschen schneller All leer gehen that müsste, delivering weil wir kein breathtakingly fast LTPO-Display and haben. Das smooth heißt, performance. hier sollte schon ein It merkbarer has Unterschied zu everything you erkennen want. sein. A great 120 Hz flat display, beautiful design, Und wenn man amazing jetzt dieses performance, Specsheet so ein charging, bisschen even Hassblad camera for mobile. sieht, hat man On a nicht das scale from Gefühl, 1 to 10, dass es ein schlechtes this Phone ist phone einfach. is OnePlus 9. It's a flagship for flat screen lovers. Ja, und man macht den einzigen Unterschied wirklich, und das ist natürlich auch clever, weil man kein Curve-Design möchte. The first light, Ja. the first steps. Now I see much more in the finest detail. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. Fasst man natürlich jetzt hier echt nochmal schön zusammen, die ganzen Vorteile der Geräte. Wobei ich glaube, man macht jetzt hier eher nochmal Werbung fürs Pro-Modell, ne, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja, man sieht es auch, ne, das mit den abgerundeten Kanten. Genau. And the first steps. I'm still awake for the first light. Und da haben wir sie gesehen, die OnePlus Watch, mit der man natürlich die Möglichkeit hat, den Sensor auf den Fotosensor auszulösen und halt dann Bilder zu machen, wenn man auf dem Foto ist. Jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt noch kommt. OnePlus TV was released in 2019. Ah, okay, fernsehmäßig auch ein bisschen. To the IoT stage.
It was an attempt to extend seamless OnePlus experience to other parts of the ecosystem. And may I say, it was a very successful attempt. OnePlus TV and its ability to seamlessly connect with the OnePlus device has been praised by many of you. Today, we want to extend that experience to a product you have been waiting for a long time. Oh. OnePlus Watch. Yes. So we put our heads together, thinking what a smartwatch should be. Okay, warten wir jetzt mal so ein bisschen ab, dieses Bewerben. It's there to tell you time, to notify you about any incoming calls or messages while you're away from your smartphone, to track the quality of sleep, and generally to track your well-being and fitness. In addition to all of the above, OnePlus Watch is also beautiful. The design is minimal, a sleek frame with 2 side buttons. Finde ich cool, Has the okay. name of your favorite brand, OnePlus. But there's more to it. The OnePlus Watch uses 316L stainless steel for amazing durability. Just to give you an idea, this is the material used in making surgical scalpels. Each watch is polished by hand, with 20 different treatments to create a range of eye-catching finishes, making this process akin to art. Watch glass curves into Ich the finde, casing, durch diese so not Präsentation, only durch it diese feels good ruhige on the wrist, Präsentation, it looks good as bekommt die well. Uhr auch so was The natürlich watch case is Ruhiges. 46 millimeter in size. Yes, it is a bit on the bigger side, but even if you have smaller wrist, it still looks stylish. See it for yourself. It comes in 2 colors, moonlight silver and midnight black. Schwarz gefällt mir schon ein bisschen besser, wobei You're das not Silber buying auch just the irgendwie smartwatch, ansprechend ist. you're Also, buying a great watch. ich glaube, man könnte beide einfach But let's tragen. be honest, OnePlus would not be OnePlus if we didn't challenge ourselves even further, exploring ways to extend the OnePlus experience to all of our fans, especially the ones with the highest standards, is in our DNA. From unibody aluminum to matte frosted glass to electrochromic glass, we have always brought material innovations to our products. Oh, die And Rückseite today, haben wir auch schon for mal the gesehen. first time Daran ever, arbeitet man ja auch, ne? Smartwatch world will have another material innovation coming as part of OnePlus Watch, Cobalt Limited Edition. The material that makes this watch special is cobalt alloy. Das This Ding is ist a aber so ein rare bisschen, material so with cool twice die the Uhr auch hardness irgendwie of stainless aussieht, steel. man denkt halt It irgendwie makes auch immer for so ein an bisschen an eine excellent Apple choice Watch, in ne? terms Und of das so als durability. Standard zu But nehmen. it does take a little Ich glaube, es ist work. aber wichtig, And the material is so das Sortiment zu difficult to work erweitern with und eine that Uhr anzubieten, 50% denn of all the man watch hat Kopfhörer, samples are Fernseher, rejected. Smartphones, But the other diese 50% Uhr, Wearables, do das end ist up ein ganz getting on your großer wrist Markt und wenn will man da be immer noch mal einen gorgeous Teil to mitnimmt, look weil at. das aus einem Ökosystem ist, Cobalt alloy has super. the polishing and the glassiness that is unmatched in the smartwatch world. And it is hypoallergenic because it doesn't have any nickel in it. Also kein The Nickel ist second mit material dabei that für makes viele, die OnePlus da eine Watch Limited Allergie haben. Edition Das ist special natürlich schon mal ganz is gut. sapphire glass, material traditionally used in luxury watches. It is Genau, das virtually Saphirglas hier nochmal unscratchable. aufgegriffen, ne? Also weil As es for auch the display, kratzresistent the ist OnePlus einfach. Watch comes with a 1.39-inch AMOLED display and up to 326 ppi. That is amazingly sharp, crisp resolution, to the point you can't see the pixels. And that's how you know it's a good screen, when you don't see the pixels. We design a lot of different watch faces, more than 50. So you Okay, werden easily da mal find die one that's right for Watch Faces you. gezeigt, ne? Or you can also take a photo with the phone and personalize the watch face based on the same shade of color in the image. Okay, also We wenn have ihr Bilder made sure macht, it's könnt ihr das easy dann to auch swap schön out als our strap, Hintergrund nehmen. so you Die can use Bänder any können auch standard gut size third-party getauscht strap werden. you like. Finde ich auch Why wichtig, not go ne? for our fluorocarbon strap? Gut, den It is Trailer haben wir jetzt auch extremely schon durable gesehen and it is soweit. super lightweight. And our limited edition also comes with a ladder strap. The Oh. watch is beautiful, that's for sure. What about its features? Watch is connected with us in a way no other device is. It's literally on our skin. So with that in mind, we didn't just design the OnePlus Watch for fashion, but as a device that puts your personal well-being front and center. This is a device loaded with sensors to help you monitor and better understand your health, fitness, and environment. Okay, also man setzt hier nicht Let's auf take an Wear OS, example sondern of man hat blood sein oxygen eigenes level OS mit monitoring dabei. Hat with natürlich viele OnePlus Watch. Vorteile, weil man es intern You so go for a nutzen hike, kann, aber and auch as den the einen oder anderen altimeter shows Nachteil, was higher vielleicht altitude, manche Apps und you want to Anwendungen check your angeht, die blood vielleicht oxygen dadurch level nicht and get nutzbar the sind data auf dem after a Gerät. short period of time. With the OnePlus Watch, you can do that. And after you have set up the time for the night and go to sleep, the watch will track your blood oxygen levels as well as other sleep indicators.
Sometimes, when you're working long hours, the watch will remind you to stand up and stretch a little, and that'll be a perfect time to do some breathing Das exercise. sind ja Calm coole down, Erinnerungen halt, ne? because you're Dass having a man big da nochmal weiß, presentation wenn man coming zu up. lange am So Tisch you sitzt enter the und sich elevator and you bewegt. Ja. check up on your watch just to make sure you're not feeling too nervous or too anxious. After all, this is your big moment. Another way of getting healthy is by getting fit. The OnePlus Watch supports more than 110 workout modes to help you get moving any way you want while tracking your activity levels and calories burned. From running in the morning to anti-gravity yoga in the afternoon to dancing in the evening, we have workout modes for even the most demanding. Und die Uhr erkennt das natürlich dann And when wohl you auch do head out selbst. for a jog, you want your music with you, but maybe not your phone. You can drop your music onto the OnePlus Watch, then just link it with the OnePlus Buds, and you're ready to go. Up to 500 Mega songs. cool, With mega the cool. built-in GPS, it will still track all your activity accurately, even when your phone is not next to you. Und das ist auch wichtig, The GPS OnePlus ist Watch mit dabei. with the Ihr Side braucht nicht mehr, ihr P60 könnt die rating Uhr is anziehen, water losrennen, and dust nicht nochmal das resistant, Smartphone und meaning auch go Kopfhörer könnt ihr swimming Musik or trotzdem even hören. go dirt bike Perfekt. riding. But that is just one part of it. We already mentioned in the beginning that your smartwatch cannot and should not replace your smartphone. It should, however, help you seamlessly connect with the smart devices. A smartwatch works best when it's a bridge between you and other digital devices, allowing for more truly seamless interactions. So the OnePlus Watch gives you a natural solution, letting you answer the code, check the message, or view notifications even when your hands are full. Das ist auch Your cool. watch can Also man hat seamlessly schon connect with the viele smartphone. Möglichkeiten, Kommunikation What if I told darüber you zu that betreiben, your watch will beziehungsweise be wird es able einem to zumindest schon mal also angezeigt. seamlessly connect with the OnePlus Ist für mich immer so ein TV. bisschen der And Kritikpunkt, not only that, weil man am Ende bei it vielen also Dingen acts doch as die, remote controller. das Smartphone It'll turn rausnehmen down the muss. volume and turn off the TV, even when you forget to do it yourself. First, remote controller. Your watch can also be used to navigate the Mega content on your cool. TV, to turn up and Ja. turn down the Und volume, wir sehen da auch as die well as to Kooperation turn zum Beispiel on mit Prime and Video, off the ne, dass TV. das auch geht. Secondly, whenever your watch is connected to OnePlus TV and you have an incoming call, the TV will automatically lower the volume so you can comfortably answer the call on your watch. And thirdly, and this one is the most exciting one, you're watching TV and you fall asleep. Common thing, it happens to everyone, but then you have OnePlus Watch on your wrist and it detects when you fall asleep. After 30 minutes of sleep, watch will instruct the TV to turn off. Auch How gut. cool is that? Kann aber halt auch nur funktionieren, wenn man wait alles some aus time einem to try out this Ökosystem hat. feature. Aber trotzdem ist es But cool, you know dass es what they das say? gibt und Good wie weit things man come schon to denkt. those who wait. The OnePlus Watch makes so many things easier, and one way it gets even easier is battery life. Because what good is a watch you have to take off and charge every day, right? So here's the number that's going to make a difference. 2 weeks. That's how long 2 the Wochen OnePlus ohne Watch zu can laden. go between Das ist aber charges auch was when Wichtiges an der Uhr. Ich using glaube, the klar, das können viele industry-standard Uhren. Das ist battery jetzt nichts test. Up to Spezielles 2 bei weeks of OnePlus. use. And if you're a Aber heavy user, dass ich nicht you'll be gezwungen happy bin, to hear that jeden the Tag diese OnePlus Uhr Watch will aufzuladen, comfortably weil last you for a week redet es on a euch schön, aber single irgendwann charge. seid ihr genervt davon und die Because Uhr landet in der technology Ecke. done right Das ist is einfach so. technology you don't have to think about. And we're giving it the word charge a lot from OnePlus phones. So when you do have to pause to charge it, you can get up to a week's power on just 20 minutes. 1 week in 20 minutes. That's just crazy. Okay, das finde ich sind auch I super bet some Werte. of you Also, will weil even forget gerade how wenn man your es watch morgens charger vergisst, looks like. aufzuladen, gerade drauflegen, zack, go, los geht's. Das ist, also ich meine, wir haben das alle schon mal erlebt, ne? Und dann hat man halt einfach nicht die Zeit oder will noch das Ladekabel mitnehmen oder und das funktioniert hier. Das ist super, ja. Was halt auch echt interessant ist, ich finde, es wirkt alles so amerikanisiert oder so europisiert, kann man das sagen. Man hat nicht das Gefühl, dass es so eine chinesische Präsentation ist. Also es ist alles sehr clean, das habe ich eben auch schon mal gesagt. Das hat man halt auch beim OS, ist das der Fall und deshalb, ja.
Aber auch nochmal schön jetzt so diese Kooperation mit Hassblad gezeigt, fand ich auch sneaky gut gemacht. Das ist echt, also es sind schöne Uhren und ich finde, jetzt ist es halt cool, wenn man es so rund macht damit, ne? So, that's the OnePlus Watch, designed to match even classic Swiss watches. Both feature health monitoring with over 110 workout modes, seamless connectivity with other smart devices, and 14 days of use powered by Warp Charge. It is smart everywhere. And now, let's go back to Ryan for something you have been waiting for. Price. Yes! Jetzt mal wissen, wie viel der Spaß kostet. So there you have it. The OnePlus 9 and 9 Pro with an advanced camera system co-developed by Hassblad. And the newest product in the OnePlus family. Gott, ich hätte jetzt gerne euer Raten gesehen. Damn. There's no doubt Okay. we've covered a lot today. So thanks for sticking around. I'm sure you're War da doch eine anxious to hear Stunde, the ne, price die sie and abgerissen availability haben, at this aber point. ansprechend, But gut hold gemacht. tight for just a little bit longer. We've got a couple quick things to introduce first. Of course, we've got some great cases. For the OnePlus 9 Pro, you'll have your choice of bumper cases in our classic sandstone black or rock gray, Mega cool. carbon black, Oh, or our Carbon. all-new metallic bumper case inspired by the OnePlus Droid from back in our Sehr, OnePlus sehr 5 schön. days. Schöne Cases, ja. For the OnePlus 9, we're offering sandstone or Die wirken carbon dann black irgendwie bumper nicht so cases. gut. Das Carbon schon, aber die anderen And for beiden you sahen jetzt nicht gamers, so sexy we're aus. also introducing a brand new OnePlus gaming trigger with capacitive sensing technology. Simply snap on one or both of the triggers to upgrade your mobile gaming experience. Ah, okay, so Trigger. The gaming triggers are compatible Boah, ich with bin all absolut kein models. Gamer, ne? Das tut mir so leid, ich Keep bin an eye on our voll raus. channel for more details Zumindest soon. jetzt auf dem Smartphone. And finally, what you've all been waiting for, I'm sure, prices. Yes, los geht's. Let's start with our newest ecosystem product, Okay. the all-new OnePlus Watch. Okay, die Uhr You'll kostet be able to get the classic edition of the Normale. first ever OnePlus Watch in midnight black or moonlight silver für, for $159. ja, finde ich, ist aber okay. Also In so our für die erste Cobalt Uhr, limited und edition die kostet version bestimmt will be coming 300 soon oder as so, well. oder? Stay tuned to official OnePlus channels for more information. Ah, okay, gut, kommt dann noch. Sind wir And gespannt. finally, for the 150, OnePlus 9 ja. series. Oh, jetzt kommt's. In Leute, North America, the OnePlus 9 series will start at $729. oh, 729, boah, In Europe, 1000. it will start at 699 euros. Oh, es geht. Also And in 900 India, Einstieg. the OnePlus 9 series Gut, ich kann es jetzt starts gerade at nicht umrechnen. 49,999 Für mich ist jetzt so der rupees. Einstieg ins Pro-Modell mit The 899 OnePlus 9 echt gut. series will be available on more channels than ever before. Okay, too. Amazon, gut, klar. Check Ne? out Da musst du dabei OnePlus.com for sein. more information about availability and channels in your area, including pre-orders for select Sehr markets. gut. Ja, ist schon. Thank you so much for tuning in to the OnePlus 9 series. Uah. Stay So. safe and healthy out there. We'll see you next time. See ya. Okay, jetzt kann ich es euch zeigen. Hier ist es, das OnePlus 9 Pro. Okay, mit Hassblad. Ich hoffe, ihr erkennt es einigermaßen. Ich habe das Case direkt drum. Und jetzt, ab 16 Uhr, ist mein Video schon zu diesem Gerät online. Und ihr solltet euch mein Video dazu anschauen. Und es ist jetzt krasse Werbung gerade, aber ich habe noch ein Gewinnspiel mit eingebaut für meinen ersten Eindruck rund um das OnePlus 9 Pro, wie es mir gefällt, was ich dazu sage und vielleicht die Frage nach der Farbe, kann man das gerade? Genau, ich habe es in diesem Silber, Morning Mist heißt das Ganze und genau, meinen ersten Eindruck zu dem Gerät bekommt ihr in meinem Video und ich kann schon mal sagen, es ist halt einfach das, was man von OnePlus so weit erwartet. Ich bin mega hyped mit diesem Gerät. Will jetzt aber auch nicht zu viel sagen. Ganz wichtig, schaut euch das Video an, denn das Gewinnspiel ist so ein bisschen daran gekoppelt für die Kopfhörer oder auch generell. Ich möchte gerne für euch ein personalisiertes Review gestalten. Das bedeutet, eure Fragen zu diesem Gerät werden in einem separaten Video beantwortet. Deshalb könnt ihr euch jetzt, ja, seit 16 Uhr, Moment, jetzt muss ich gerade schauen, kann ich das hier irgendwo einblenden? Genau, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal das Video dazu sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es euch anschaut, kommentiert, ja, natürlich Like, Abo und den ganzen Kram. Genau, stellt mir eure Fragen zu dem Gerät, was euch wirklich interessiert. Ich weiß nicht, was andere YouTuber an Content hochladen dazu. Es ist ja immer so ein bisschen bold, aber es ist für euch und ihr sollt eure Fragen stellen. Ich weiß, dass in meinem Review nicht alles so reinkommt, wie ihr es vielleicht im ersten Moment haben möchtet oder ihr immer noch mit großen Fragezeichen da sitzt. Aber ja, wie gesagt, schaut euch das Video dazu an. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Event mit dabei gewesen seid. Obwohl die Kommentarfunktion nicht funktioniert hat, was mich
total genervt hat, ich weiß nicht, woran es lag, wart ihr mit so vielen Leuten mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Es streamen so viele Leute und ihr wart hier mit dabei. Echt vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir echt viel und würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft einfach mit dabei seid. Ich sage vielen Dank. Ich glaube, die Kommentarfunktion geht immer noch nicht. Denkt dran, bleibt gesund, macht's gut.